In diesem Video zeige ich das deutsche Märchenschloss. Wir besuchen das Schloss Neuschwanstein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Daheim und unterwegs. Wahrlich majestätisch liegen sie da, die beiden berühmten Schlösser der bayerischen Herrscherfamilie Wittelsbacher. Rechts sieht man das Schloss Hohenschwangau, in dem noch der Vater von König Ludwig II. Residierte. Links in spektakulärer Lage sieht man dann das Schloss Neuschwanstein, eine der Top-Sehenswürdigkeiten Deutschlands und Bayerns. Errichtet wurde das Schloss Ende des 19. Jahrhunderts. Fertiggestellt wurde es bis heute nicht, denn mit dem Tod von König Ludwig II. Erfolgte aus finanziellen Gründen ein sofortiger Baustopp. Nur wenige Zimmer sind bis heute überhaupt richtig fertiggestellt. Dies hinderte die Bayern aber nicht, bereits wenige Tage nach dem Tod des Königs Neuschwanstein für Besucher zugänglich zu machen und somit zur Refinanzierung eine sprudelnde Einnahmequelle zu eröffnen. An der Stelle des heutigen Schlosses Neuschwanstein standen seit dem 11. Jahrhundert zwei Burgen, die Anfang des 19. Jahrhunderts allerdings zu Ruinen verfallen waren und nur noch als Aussichtsplatz genutzt wurden. Ludwig II. Kannte die beiden Ruinen, da er weite Teile seiner Kindheit im benachbarten Schloss Hohenschwangau verbrachte. Die Ruinen waren für den Kronprinzen ein beliebtes Wanderziel und deswegen gut bekannt. Unmittelbar nach Übernahme der Regierungsgeschäfte begann Ludwig 1864 mit dem Wiederaufbau der Burgruine und damit mit dem Aufbau des heutigen Neuschwanstein. Es wurde sein erstes größeres Schlossbauprojekt. Er wollte sich mit diesem Bauprojekt im Stile einer alten deutschen Ritterburg ein Refugium abseits der Hauptstadt München schaffen, um in ihr seine Vorstellung eines Mittelalters erleben zu können. Der König bestand während der Bauphase auf eine detaillierte Planung. Dies führte dazu, dass er sich jeden einzelnen Entwurf zur Genehmigung vorlegen ließ. Er hatte solch großen Einfluss, dass man Schloss Neuschwanstein durchaus als seine eigene Schöpfung und weniger als die seiner Architekten bezeichnen kann. Doch seine Entwürfe hatten auch seine Folgen. Die Großbaustelle war zwar über 2 Jahrzehnte der größte Arbeitgeber der Region, doch sie verschlang immer mehr Geld und wurde immer teurer. Die Baukosten Neuschwansteins betrugen bis zum Baustopp das etwa Doppelte der ursprünglich veranschlagten 3,2 Millionen Mark, wohlgemerkt gemessen am Preisniveau der 1880er Jahre. Die privaten Mittel des Königs reichten für die Fertigstellung nicht mehr aus. Es mussten neue Kredite aufgenommen werden. 1883 war er bereits mit mehr als 7 Millionen Mark verschuldet. 1885 drohte eine Pfändung. 1886 wurde König Ludwig II. Schließlich entmündigt und für regierungsunfähig erklärt. Es war damals das letzte seiner selbst in Auftrag gegebenen Schlösser, das er bewohnte. Ludwig wurde am 12. Juni 1886 durch eine nach Neuschwanstein gereiste Regierungskommission unter der Leitung von Bernhard von Gudens in Gewahrsam genommen und nach Schloss Berg gebracht. Am folgenden Tag verstarb Ludwig II. Unter bis heute nicht geklärten Umständen im Starnberger See. Nur 6 Wochen später wurde das Schloss der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, ein Umstand, den Ludwig niemals wollte. Die Eintrittsgelder zahlten den Kredit teilweise zurück. Eine der besten und schönsten Aussichten auf Neuschwanstein hat man von der Marienbrücke, die über die Pöllertschlucht geht. Der Bau dieser Brücke in dem Stil, wie man sie heute sieht, geht ebenfalls auf König Ludwig II. Zurück. Es wurden zwar Restaurierungen an der Brücke vorgenommen, aber die Geländer sind bis heute im Original erhalten und stammen aus dem Jahr 1866. Vom Schloss Neuschwanstein führt ein kurzer Wanderweg zur Marienbrücke. Von diesem Wanderweg aus kann man eine herrliche Aussicht auf die Voralpen sehen, sowie den Ort Schwangau mit seinem Schloss Hohenschwangau werfen. Aber auch Neuschwanstein ist immer wieder gut zu sehen. Man muss sich darauf einstellen, dass man hier nicht alleine unterwegs ist. Pro Jahr erreichen bis zu 1,2 Millionen Besucher das Schloss Neuschwanstein. Ich halte einen Besuch der Brücke und die damit verbundenen Aussichten für 1000-mal interessanter als den Besuch der Innenräume des Schlosses selber. Betritt man das Schloss nicht, bleibt mehr vom Charme und der Romantik dieses deutschen Märchenschlosses erhalten.
Wenn du dich für weitere Sehenswürdigkeiten aus Deutschland interessierst, dann findest du in der beigefügten Playlist bestimmt ein weiteres Video für dich. Und wenn du Videos vor allen anderen sehen willst, dann werde Kanalmitglied. Bis hierhin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.